Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute stellen wir zuckerfreie Hustenbonbons oder Halsbonbons selber her. Die sind super einfach herzustellen und wir benötigen maximal 3 bis 4 Zutaten, je nachdem, welche Kräuter man darin haben möchte. Und sie sind eine wunderbare Alternative zu herkömmlichen Hustenbonbons, die sehr viel Zucker enthalten. In meinem ersten Versuch hatte ich erstmal etwas Salbei hier vermahlen, der sehr gut bei einer Rachenentzündung oder Halsschmerzen wirkt und auch bei Entzündungen im Mund hilft. Dann habe ich noch folgende Zutaten hinzugegeben, und zwar mein selbstgemachtes Hagebuttenpulver, denn das liefert eine ordentliche Portion Vitamin C, die wir natürlich bei Erkältungen ganz besonders benötigen. Und schließlich mein Zierquittenpulver, welches sozusagen die Zitrone ersetzt und auch nochmal ganz viel Vitamin C liefert. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben. Der saure Geschmack von diesem Zierquittenpulver gibt eben den Hustenbonbons hinterher einen sehr erfrischenden Zitronengeschmack. Wie wir gesehen haben, haben wir die 3 Kräuter alle gut nochmal vermahlen in der Kaffeemühle zu einem feinen Pulver. Jetzt geben wir 100 Gramm Xylit in eine Pfanne und bringen sie zum Schmelzen. Hier geben wir noch eine Prise Zimt zu diesem Pulver hinzu. Der wirkt nochmal antioxidativ und entzündungshemmend. Das Xylit wird auf kleiner Flamme einfach so lange gerührt, bis es komplett geschmolzen sein wird. Sobald wir dann diese farblose, durchsichtige Flüssigkeit haben, ist das Xylit fertig und kann jetzt mit dem Pulver vermischt werden. Der Herd kann ausgestellt werden. Ich würde allerdings das Pulver dann zum geschmolzenen Xylit in die Pfanne geben und es dort verrühren, denn wenn man es so macht wie hier, dann härtet diese Mischung ganz schnell aus, weshalb man hier sehr schnell arbeiten muss und die Flüssigkeit in diese Formen gießen sollte, bevor sie eben ausgehärtet ist. Weshalb mein erster Versuch nicht so besonders gut gelungen ist. Ich musste dann halt, was drüber gekleckert war, entfernen und zum Teil war die Masse dann schon erhärtet. Aber ein paar der Hustenbonbons sind doch relativ gut gelungen und die haben auch sehr gut geschmeckt. Beim zweiten Versuch habe ich dann etwas Pfefferminze hinzugegeben, zu den beiden Standardzutaten hier in meinem Fall, also dem Hagebutten und Zierquittenpulver. Alles wieder zu einem feinen Pulver vermahlen und diesmal habe ich das Pulver jetzt in eine kleine Milchkanne gegeben, um hinterher die Mischung besser und schneller verrühren zu können und dann auch schneller abgießen zu können. Das geschmolzene Xylit kommt dann einfach da rein und die Mischung wird sehr schnell gut durchgemischt, bevor wir sie dann in die Formen wieder abgießen werden. Aber auch hier dauert es eben eine Weile, bis das komplette Pulver da wirklich vermischt ist und das härtet eben sehr schnell aus, das Ganze, sodass am Ende eine Menge noch in der Kanne übrig bleibt, die dann schon ausgehärtet sein wird und die man dann nicht mehr verwenden kann. Deshalb möchte ich empfehlen, dass man das Pulver am Ende in die Pfanne gibt und es dort vermischt und dann ganz schnell abfüllt. Aber wir sehen hier, diese Hustenbonbons sind trotzdem jetzt schon mal sehr gut gelungen, Mashallah. Das Menthol in der Minze ist schleimlösend und hat ebenfalls eine krampflösende Wirkung. An Kräutern könnte man theoretisch alles Mögliche verwenden, was eben gut in Hustenbonbons passt, wie zum Beispiel Eukalyptus, Thymian, Spitzwegerich, isländisch Moos, Eibisch, aber auch Brombeerblätter zum Beispiel, die schleimlösend, entzündungswidrig und auswurffördernd wirken. Diese und auch der Spitzwegerich kann man selber im Wald sammeln und dann eben trocknen lassen und dann zu Pulver vermahlen. Schaut euch gerne mein Video zum selbst hergestellten Wildkräuterpulver an. Die Hagebutten haben eben einen sehr leckeren Geschmack und sie sind eben besonders Vitamin C reich. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zu den Hagebutten an. Und was man mit denen alles machen kann und dass man sie auch jetzt noch bis tief in den Winter hinein sammeln kann. Der Spitzwegerich hilft ebenfalls Schleim zu lösen und wirkt außerdem gegen die Entzündung der Schleimhäute. Wer die Zierquitten verpasst hat und somit kein erfrischendes Zitronenpulver zur Hand hat, der könnte stattdessen Zitronengras verwenden, welches sich auch oft in Bio-Kräutertees befindet, die man auch im Supermarkt kaufen kann. Denn das Zitronengras stärkt das Immunsystem und eignet sich gut bei Grippe und Kopfschmerzen und der frische, fruchtige Duft vertreibt Müdigkeit und schenkt neuen Schwung bei Lustlosigkeit. Er hat auch eine beruhigende Wirkung auf das Zentralnervensystem, da die Dopaminausschüttung mit diesem Duft moduliert wird. Das Zitronengras passt auf jeden Fall gut in diese Hustenbonbons. Was meinen letzten Versuch betrifft, dann hatte ich auch hier wieder natürlich die Grundzutaten hinzugegeben, das Zierquittenpulver, das Hagebuttenpulver und diesmal der Inhalt eines Bio-Kräuter-Teesäckchens, wo unter anderem Brombeerblätter, Zitronengras, Pfefferminze, Fenchel, Kamille, Lindenblüten, Thymian und Salbei enthalten waren. Und diesmal habe ich das Erythrit verwendet und
den Fiber-Sirup. Das ist ein ballaststoffreicher, natürlicher, ketogener Süßstoff. Zu 50 Gramm Erythrit gebe ich dann 15 Gramm von diesem Fiber-Sirup. Und diese Mischung ist notwendig, weil das Erythrit allein kann man nicht für Hustenbonbons verwenden. Diese Mischung aber kann man dann genauso gut wie Xylit verwenden. Das wird dann einfach geschmolzen auf niedrigster Flamme und sobald die Mischung flüssig ist, kommt dann das Pulver hinzu und wird hier auf dem Herd noch, der jetzt schon ausgestellt wurde, kurz vermischt, damit es eben nicht so schnell aushärten kann, und dann geben wir diese Flüssigkeit schnell in die dafür vorgesehene Form. Und dieser letzte Versuch ist am besten gelungen, weil die Hustenbonbons perfekt geworden sind und dazu auch noch 0 Kalorien aufweisen. Das ist ja mit Erythrit grundsätzlich der Fall, denn im Gegensatz zu Xylit, welches den Blutzuckerspiegel auf minimale Weise erhöht eben Erythrit den Blutzuckerspiegel überhaupt nicht. Somit sind diese Erythrit-Hustenbonbons echte ketogene Hustenbonbons, während die Xylit-Hustenbonbons eben nur Low-Carb-Hustenbonbons sind. Beide jedoch sind sehr gut für die Zähne, weshalb man diese Bonbons ohne schlechtes Gewissen genießen kann und sie auch sehr gut für Kinder geeignet sind, während sie eben auch noch gleichzeitig wohltuend auf Rachen und Hals wirken und den Husten lindern. Und im Grunde bestehen die Xylit-Hustenbonbons nur aus 2 Zutaten, dem zusammengemischten Pulver eben und dem Xylit, während die Erythrit-Hustenbonbons aus 3 Zutaten bestehen, dem Erythrit, dem Fiber-Sirup und dem zusammengemischten Pulver. Und dieses kann man sich eben nach Belieben zusammenstellen. Hauptsache, es sind wirklich hustenlindernde und schleimlösende und entzündungshemmende Kräuter enthalten. Und wie gesagt, das Hagebuttenpulver wäre schon sehr fein, wenn es darin enthalten wäre, während das Zierquittenpulver eben die Zitronenfrische liefert, die man aber auch mit dem getrockneten Abrieb einer Zitronenschale ersetzen kann. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.